Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr auf dem ESP32 MicroPython installieren könnt. Ich verwende dazu die Tony IDE, die findet ihr unter tony.org und die könnt ihr herunterladen für Windows, Mac und Linux. Und wenn ihr die installiert habt, sollte das so ausschauen. Ich finde diese Idee sehr praktisch, weil man damit MicroPython und auch Python sehr einfach programmieren kann und weil sie auch Open Source ist. Hier auf der linken Seite habt ihr die Ordnerstruktur mit den Dateien. Hier ist ein Feld für Skripte, die ihr ausführen könnt. Hier unten ist die Kommandozeile, wo ihr jetzt Python programmieren könnt mit so einfachen Rechnungen, und rechts findet ihr Notizen und einen kleinen Assistenten. Falls hier eine falsche Eingabe gemacht wird, gibt er Vorschläge, was man ändern könnte oder was eventuell falsch ist. Gut, und bevor wir MicroPython installieren können, benötigen wir noch die Firmware. Die könnt ihr herunterladen von micropython.org. Da gibt es einen Download-Bereich, wo ihr für alle möglichen Microcontroller die Firmware findet. Ich verwende jetzt den ESP32. Es gibt die Firmware aber auch für den ESP8266. Und wenn ihr das auswählt, findet ihr hier alle möglichen ESP32-Chips, wo ihr MicroPython drauf spielen könnt. Ich wähle jetzt hier den ersten aus und lade die Firmware herunter. Das ist einfach die neueste Version. Das ist eine Bin-Datei, die wir jetzt auf dem ESP32 spielen werden. Und dazu gehen wir zurück zu Tony. Bevor wir jetzt MicroPython installieren, müssen wir den Chip natürlich auch mit dem PC verbinden. Und ich habe jetzt hier so ein ESP-Vroom32 Board von AliExpress, die gibt es für 5 bis 6 Euro. Und hier hat es einen USB-C-Anschluss. Ich verbinde den nun mit meinem PC und da leuchtet hier diese Power-LED. Das heißt, der ESP32 läuft und ist mit meinem PC verbunden. Damit wir jetzt MicroPython drauf spielen können, gehen wir zu Werkzeuge, Optionen, und da hat es einen Reiter Interpreter, hier der zweite Reiter nach Allgemeines, wo ihr auswählen könnt MicroPython ESP32. Und dann findet ihr hier unten den Port oder WebREPL. Uns interessiert eigentlich der Port. Hier müsst ihr den Port auswählen, wo der ESP angeschlossen ist. Also das wäre jetzt hier einfach der USB-Anschluss. Und dann könnt ihr hier auf MicroPython installieren klicken. Und hier müsst ihr dann nochmals den USB-Anschluss auswählen und die Datei, die wir heruntergeladen haben, diese Firmware-Datei müsst ihr hier auswählen. Und hier habe ich das Kreuzchen gesetzt für Erase Flash, damit der Flash noch gelöscht wird. Und dann könnt ihr auf Installieren klicken. Und jetzt läuft die Installation auf dem Vroom32. Da wird zuerst der Flash gelöscht. Und dann seht ihr, wird die Firmware installiert. Das dauert eine Weile. So, ich habe das etwas übersprungen. Das dauert ein paar Minuten, aber dann ist es auch schon drauf. Jetzt hat es diese Firmware geschrieben und hier zeigt es an, dass er fertig ist. Das heißt, wir können hier auf Schließen und hier auf OK. Und jetzt seht ihr auch schon, jetzt hat hier bei der Kommandozeile gewechselt auf MicroPython Version 1.19 und das läuft jetzt auf dem ESP32. Jetzt könnt ihr das testen, jetzt könnt ihr auch wieder Rechnungen ausführen und jetzt ist es so, dass diese Rechnungen nicht mehr auf dem PC,
ausgeführt werden, sondern zuerst an den ESP32 geschickt werden und dann dort ausgeführt werden. Das war's. Jetzt habt ihr MicroPython auf dem ESP32 und könnt damit programmieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ich versuche noch weitere Videos hochzuladen zum ESP32, wie man zum Beispiel einen kleinen Server machen kann oder auch wie man Sensoren ansteuern kann.